Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Anna. Und ich bin Markus. Schön, dass du wieder dabei bist. Vor kurzem haben wir unsere neue Podcast-Reihe zum Hörverstehen gestartet. Heute geht es mit einer neuen Folge weiter. Und dieses Mal erwarten dich Übungen auf dem Niveau B2. Genau. Wenn du die erste Folge schon gehört hast, super. Dann weißt du bereits, wie das Ganze funktioniert. Und falls du heute zum ersten Mal dabei bist, keine Sorge. Du kannst jederzeit einsteigen. Heute musst du wieder genau hinhören. Manchmal entscheidet nämlich nur ein einziges Wort darüber, welche Antwort richtig ist. Ja, und genau das macht Hörverstehen gleichzeitig spannend und manchmal auch ein bisschen gemein. Man denkt, ich habe alles verstanden, und dann merkt man bei der Lösung, oh, da habe ich doch ein wichtiges Detail überhört. Genau. Aber keine Sorge, genau deshalb trainieren wir gemeinsam. Mit jeder Folge wirst du sicherer und verstehst Gespräche immer leichter. Unsere Übungen orientieren sich wieder am Aufbau echter Sprachprüfungen. Sie sind also ideal, wenn du dich auf eine B2-Prüfung vorbereitest oder einfach dein Hörverstehen verbessern möchtest. Falls du beim ersten Hören nicht alles verstehst, ist das überhaupt kein Problem. Auch Muttersprachler hören manchmal nicht richtig zu. Stimmt. Der Unterschied ist nur, sie können es meistens gut verstecken. Absolut. Du musst also nicht jedes einzelne Wort verstehen. Wichtig ist, dass du den Zusammenhang erkennst und auf die entscheidenden Informationen achtest. Und wie immer findest du in der Videobeschreibung einen Link zum vollständigen Transkript. So kannst du dein Hörverstehen und gleichzeitig auch dein Leseverstehen trainieren. Bevor wir beginnen, noch einmal 3 kurze Tipps. Erstens, versuche nicht jedes einzelne Wort zu verstehen. Zweitens, achte auf den Zusammenhang und auf Schlüsselwörter. Und drittens, bleib entspannt. Wenn du etwas verpasst, hör einfach weiter. Oft wird die wichtigste Information später noch einmal erwähnt. Und jetzt erklären wir kurz den Ablauf. Du hörst heute wieder 3 Gespräche aus dem Alltag. Nach jedem Gespräch beantworten wir gemeinsam 2 Aufgaben. Bei jeder Frage hast du mehrere Antwortmöglichkeiten: A, B oder C. Wir geben dir natürlich wieder ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. Erst danach verraten wir die richtige Antwort und erklären kurz, warum sie richtig ist. Bist du bereit? Dann wünschen wir dir viel Erfolg. Und natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's mit dem ersten Gespräch. Hallo Amir, ich würde gern kurz mit dir über den Dienstplan für die nächsten Tage sprechen. In der Spätschicht ist eine Kollegin krank geworden und wir brauchen dringend Ersatz. Für die ganze Woche? Ja, von Donnerstag bis Sonntag. Ich habe bisher noch nie in der Spätschicht gearbeitet, aber schauen wir mal. Am Donnerstag habe ich sowieso frei. Da könnte ich auf jeden Fall einspringen. Vielleicht könnte ich auch an einem Tag sowohl die Früh- als auch die Spätschicht übernehmen. Normalerweise arbeite ich ja immer morgens. Nein, das ist leider nicht möglich. Unsere Arbeitszeiten lassen das nicht zu. Nach einer Schicht muss jeder Fahrer die gesetzliche Ruhezeit einhalten. Verstehe. Ich habe übrigens gestern mit Elena gesprochen. Sie arbeitet momentan nur 25 Stunden pro Woche und meinte, dass sie gern zusätzliche Schichten übernehmen würde. Das ist ein guter Hinweis. Ich werde gleich mit ihr sprechen. Aber für Donnerstag haben wir jetzt schon eine Lösung gefunden. Gibt es in der Spätschicht etwas Besonderes, worauf ich achten muss? Ja, die Schicht dauert von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Seit kurzem bieten wir unseren Kunden einen Premium-Service an. Gegen einen Aufpreis können sie ein festes Lieferzeitfenster zwischen 18 und 20 Uhr buchen. Solche Pakete sind mit dem Hinweis „Lieferzeit reserviert" gekennzeichnet. Das heißt, die Kunden wissen genau, wann ihre Bestellung ankommt. Genau. Der Service kostet 7 Euro. Wenn du solche Sendungen dabei hast, solltest du sie zuerst ausliefern. Alles klar. Dann übernehme ich die Spätschicht am Donnerstag. Könnte ich dafür vielleicht nächste Woche einen freien Vormittag bekommen? So, das war das erste Gespräch. Jetzt kommen unsere Fragen. Hör gut hin und überlege, welche Antwort richtig ist. Frage 1. Der Vorgesetzte muss den Dienstplan ändern. A. Richtig. B. Falsch. Die richtige Antwort ist A. Richtig. Gleich am Anfang des Gesprächs erklärt der Vorgesetzte, dass eine Kollegin in der Spätschicht ausgefallen ist und deshalb ein Ersatz gesucht wird. Aus diesem Grund muss der Dienstplan geändert werden.
Jetzt kommt Frage 2. Was muss Amir in der Spätschicht beachten? A. Er übernimmt eine Doppelschicht. B. Er soll den Kunden den Aufpreis berechnen. C. Er muss bestimmte Sendungen zuerst zustellen. Die richtige Antwort ist C. Er muss bestimmte Sendungen zuerst zustellen. Der Vorgesetzte erklärt, dass Sendungen mit dem Hinweis Lieferzeit reserviert zuerst ausgeliefert werden müssen. Deshalb ist Antwort C richtig. Hast du beide Fragen richtig beantwortet? Super, wenn ja. Falls nicht, ist das überhaupt kein Problem. Hör dir das Gespräch einfach noch einmal an. Mit jedem Mal wirst du mehr verstehen. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Gespräch. Glas Design GmbH. Becker, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Mein Name ist Min Yuen von der Firma Logitrans GmbH. Wir möchten unsere Büroräume modernisieren und überlegen, die bisherigen Holztüren durch Glastüren zu ersetzen. Das ist eine gute Entscheidung. Glastüren sorgen oft dafür, dass Büroräume heller und offener wirken. Wir bieten verschiedene Ausführungen an, zum Beispiel Klarglas, satiniertes Glas oder Glas mit dekorativen Mustern. Haben Sie sich schon auf unserer Internetseite informiert? Ja, das habe ich. Allerdings fällt uns die Entscheidung nicht leicht. Ganz durchsichtiges Glas kommt für uns nicht in Frage. Unsere Mitarbeitenden sollen ungestört arbeiten können, ohne dass jeder aus dem Nachbarbüro ständig hineinschauen kann. Außerdem möchten wir nicht, dass Besucher im Empfangsbereich sofort Einblick in alle Büroräume haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Welches Glas am besten zu Ihren Räumen passt, lässt sich am Telefon allerdings nur schwer beurteilen. Ich würde Ihnen deshalb einen Beratungstermin in unserer Ausstellung empfehlen. Dort können Sie die verschiedenen Glasarten direkt vergleichen. Das klingt gut. Allerdings hätte ich einen anderen Vorschlag. Wäre es möglich, dass Sie zuerst zu uns kommen? Dann könnten Sie sich unsere Räume ansehen und uns gleich eine passende Empfehlung geben. Das machen wir gern. Bei diesem Termin können wir auch direkt alle Maße aufnehmen. Anschließend laden wir Sie in unsere Ausstellung ein und zeigen Ihnen die Modelle, die für Ihre Räume am besten geeignet sind. Das finde ich sinnvoll. Sie können ja schließlich nicht alle Türen zu uns mitbringen. Genau. Dann vereinbaren wir doch gleich einen Termin. Wann hätten Sie Zeit? Also, jetzt schauen wir uns an, wie gut du das Gespräch verstanden hast. Hier kommen wieder 2 Fragen. Frage 1. Herr Nguyen möchte die vorhandenen Holztüren ersetzen. A. Richtig. B. Falsch. Die richtige Antwort ist A. Richtig. Gleich zu Beginn des Gesprächs erklärt Herr Nguyen, dass seine Firma die bisherigen Holztüren durch Glastüren ersetzen möchte. Deshalb ist die Aussage richtig. Jetzt kommt Frage 2. Was muss Herr Nguyen suchen? A. Glastüren, die viel Licht hereinlassen und gleichzeitig die Privatsphäre der Mitarbeitenden schützen. B. Besonders helle Türen für den Eingangsbereich. C. Mehrere Türmodelle, die ihm als Muster zugeschickt werden. Die richtige Antwort ist A. Herr Nguyen erklärt, dass die neuen Türen nicht vollständig durchsichtig sein sollen. Sie sollen die Büroräume heller machen, gleichzeitig aber die Mitarbeitenden vor neugierigen Blicken schützen. Antwort B ist falsch, weil Herr Nguyen keine speziellen Türen für den Eingangsbereich sucht. Er spricht über die Büroräume insgesamt. Antwort C ist auch falsch. Die Firma möchte keine Muster zugeschickt bekommen. Stattdessen wird zunächst ein Vor-Ort-Termin vereinbart und anschließend sollen passende Modelle in der Ausstellung gezeigt werden. Konntest du beide Fragen richtig beantworten? Super! Und falls nicht, hör dir das Gespräch einfach noch einmal an. Vielleicht verstehst du beim zweiten Mal schon viel mehr. Dann machen wir weiter mit unserem nächsten Gespräch. Guten Morgen, Frau Fischer. Hier spricht Neumann aus der Filialleitung. Das Hotel am Stadtpark hat sich heute über eine fehlerhafte Lieferung beschwert. Oh, was genau ist denn passiert? Es wurden gleich 2 falsche Geräte geliefert. Das Hotel hatte einen Induktionsherd bestellt, angekommen ist aber ein Gasherd. Außerdem wurde statt einer 90 cm breiten Kühlvitrine ein deutlich kleineres Modell geliefert. Das überrascht mich. Das sind doch unsere neuesten Geräte. Sie werden im Moment besonders häufig verkauft.
Das stimmt. Aber genau diese Modelle hat der Kunde nicht bestellt. Wir haben uns bereits entschuldigt und die richtige Lieferung veranlasst. Trotzdem müssen wir herausfinden, wie dieser Fehler entstehen konnte. Einen Moment, ich sehe mir die Bestellung sofort an. Hotel am Stadtpark, Auftrag vom 12. April. Ist das der richtige? Ja, genau. Laut unserem System wurde die Bestellung korrekt erfasst. Ein Induktionsherd der Marke Cookmaster und eine Kühlvitrine mit einer Breite von 90 cm. Hier kann ich keinen Fehler erkennen. Dann muss also später etwas schiefgelaufen sein. Das ist möglich. Vielleicht gab es ein Problem bei der Kommissionierung im Lager. Es könnte aber auch sein, dass die Geräte beim Versand vertauscht wurden. Bitte gehen Sie der Sache nach. Das Hotel am Stadtpark gehört zu unseren wichtigsten Geschäftskunden. Jetzt kommen wieder 2 Fragen zu diesem Gespräch. Hör gut zu und wähle die richtige Antwort. Frage 1. Der Filialleiter informiert über neue Küchengeräte. A. Richtig. B. Falsch. Richtige Antwort ist B. Falsch. Der Filialleiter spricht nicht über neue Produkte. Er informiert Frau Fischer darüber, dass ein wichtiger Kunde eine fehlerhafte Lieferung erhalten hat und der Grund dafür gefunden werden muss. Jetzt kommt Frage 2. Was soll Frau Fischer überprüfen? A. Ob die Bestellung richtig aufgenommen wurde. B. Ob es einen Fehler im Lager oder beim Versand gegeben hat. C. Ob die richtige Lieferung bereits beim Kunden angekommen ist. Die richtige Antwort ist B. Frau Fischer prüft zunächst die Bestellung und stellt fest, dass sie korrekt erfasst wurde. Deshalb vermutet sie, dass der Fehler im Lager oder beim Versand passiert ist. Antwort A ist falsch, weil die Bestellung bereits überprüft wurde und keinen Fehler enthält. Antwort C ist auch falsch. Im Gespräch wird gesagt, dass die richtige Lieferung bereits organisiert wurde. Frau Fischer soll jedoch die Ursache des Fehlers herausfinden und nicht den Lieferstatus kontrollieren. Wie viele Antworten hattest du richtig? Und denk daran, es ist völlig normal, nicht alles beim ersten Hören zu verstehen. Je öfter du Hörverstehen übst, desto leichter fällt es dir. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass dir dieses neue Podcast-Format gefallen hat und dass du dein Hörverstehen ein bisschen verbessern konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neue Folge verpasst. In den nächsten Wochen erwarten dich viele weitere Podcasts mit neuen Gesprächen und Hörverstehen-Übungen. Sie helfen dir dabei, dein Hörverstehen Schritt für Schritt zu verbessern und dich gezielt auf die B1 und B2-Prüfungen vorzubereiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!